Hallo meine Lieben und willkommen aus einer anderen Perspektive. Wir machen heute mein absolutes Lieblingsgericht von meiner Oma. Ist eine Süßspeise, Sfogliatelle con Ricotta. Das ist eigentlich Blätterteig gefüllt mit Ricotta und Schokolade. So sieht das Ganze aus am Ende. Wir haben hier schon mal was, damit ihr seht ungefähr, wie es von innen aussieht. Ist eine geile Füllung. Es ist unglaublich lecker. Und es ist mein absolutes Lieblingssüßspeise. Ich liebe es. Gibt es in ganz vielen Formen. Und ich würde sagen, ich sage euch einfach mal, was die Zutaten sind. Und let's go. Wir brauchen Blätterteig, Ricotta, Puderzucker, eine Nussschokolade, die wir so klein gehackt haben, einfach mit einem Messer. Dann habe ich hier drin einmal Orangenabrieb. Das könnt ihr so kaufen. Normalerweise würde Orangenzucker reinkommen, haben wir leider nicht gefunden, beziehungsweise, keine Ahnung, gibt es momentan nicht. Dann haben wir hier Vanillezucker, Bourbon, dann haben wir hier ein bisschen Zimt und hier nochmal frische Vanille gerieben. Und da normalerweise noch ein bisschen Orangenlikör reinkommen würde, habe ich hier Orangenextrakt, um eben den Geschmack der Orange nochmal hervorzuheben. So, lass uns auch gleich starten. Das Rezept ist ultra geil. So, wir machen uns hier ein bisschen Platz. Und jetzt geht es eigentlich ganz schnell. Als allererstes brauchen wir hier eine große Schüssel. Und da geben wir jetzt eigentlich alles hinein, was wir da haben. Das heißt, den Puderzucker geben wir hinein. Die Schokolade. Den Ricotta. Die Gewürze. Und jetzt von dem Orangenlikör. Hier ein bisschen Achtung. Es ist wie gesagt, ach Blödsinn, ist ja kein Orangenlikör, ist Orangenextrakt ist das. Nur ein bisschen. Können wir gleich nochmal abschmecken, ob wir noch was brauchen. So, als nächstes tun wir das alles einmal auf schwacher Stufe, damit die Schokolade hier noch als Stücke da bleibt, einmal durchmischen. So, meine Lieben. Das ist die Füllung. So sollte die aussehen. Man sieht ja noch schön die Stücke, die wir alle haben. So ist es perfekt. Ich habe jetzt nochmal abgeschmeckt, kurz. Passte aber alles. Geschmack ist ultra. Und theoretisch könnt ihr jetzt damit alles füllen. Ich weiß ja nicht, ob ihr diese italienischen Hörnchen kennt. Können wir damit füllen. Aber wir machen das jetzt speziell mit Blätterteig. Und dafür nehmen wir die Schüssel erstmal auf Seite. Und nehmen wir unser Blätterteig. Bei der Masse, die ich jetzt drin stehen habe, brauchen wir ungefähr 1, vielleicht 2. Das müssen wir gleich mal gucken. Und beim Blätterteig ist entscheidend, es gibt immer 2 Seiten. Wir haben hier oben einmal die trockene und auf der Rückseite, die ist ein bisschen feuchter. Und die brauchen wir, die klebt nämlich besser. So. Und was wir als nächstes machen, ist, wir schneiden uns jetzt hier Vierecke raus. So, ihr solltet jetzt so 6 Vierecke haben. Es bleibt ein bisschen Teig übrig. Die rolle ich jetzt einfach so ein. Haben einfach so kleine Croissants, wenn wir die nachher aufbacken. Das ist nicht schlimm. Wichtig ist aber, dass wir hier so gut wie möglich Vierecke haben, um die nachher sauber falten zu können. So, wenn wir soweit sind, holen wir uns einen Löffel und geben von der Creme immer ein bisschen was hier in die Mitte. Nicht zu viel, nur so ein bisschen. So, guckt, wenn ihr sie befüllt, dass ihr alles immer, weil wir haben ja hier den Cut, wo wir es gleich umschlagen, dass ihr immer alles in eine Richtung befüllt, ja. So, als nächstes haben wir noch ein Ei, das habe ich vergessen am Anfang zu sagen. Das brauchen wir jetzt als Kleber. Und das verteilen wir hier überall einmal rumherum. So, wenn wir soweit sind, nehmen wir jetzt nämlich die Ecken und klappen die einmal drüber. So. So, dass wir so kleine Taschen bekommen. Und damit es wirklich auch hält, nehmen wir jetzt noch mal eine Gabel und drücken hier nochmal die Seiten schön fest. Dann können wir auch wirklich 100% davon ausgehen, dass hier alles dicht ist. So sollte es dann aussehen. Und wenn die soweit sind, kommen die schon mal auf dem Backblech. Und das mache ich jetzt einmal alles fertig. So, meine Lieben, wenn wir so weit sind und alles auf dem Backblech haben,
Kommt jetzt ein kleiner Trick, damit die nicht platzen. Und zwar schneiden wir hier überall einmal 2 kleine Schnitte rein. Somit kann der nämlich, wenn der wächst, atmen und es platzt zu 99% nichts heraus. So, und damit wir eine schöne Bräune kriegen, dann einmal die Löcher. Und damit wir eine schöne Bräune kriegen, streichen wir alles nochmal mit Ei ein. So, wenn alles mit Ei bestrichen ist, kommt jetzt das i-Tüpfelchen. Und zwar nehmen wir uns ein bisschen Zucker und streuen die nochmal von oben damit ein. Der Zucker karamellisiert und gibt nochmal einen richtig geilen Crunch. Gar nicht so viel. Wirklich nur so ein ganz bisschen. So, wir sind fertig. So sehen sie aus. Und die kommen jetzt bei 200 Grad, circa 15 bis 20 Minuten in den Backofen. Müsst ihr mal schauen, was ihr im Blätterteig ihr habt und wie sie optisch aussehen. Also 15 bis 20 Minuten bei 200 Grad. Bis gleich. So, meine Lieben, es ist soweit. Die Sachen sind aus dem Backofen raus. Und so sieht's aus. Ich habe nochmal Puderzucker drüber gemacht, wie es im Originalen dann auch ist. Wie meine Oma es macht. Es riecht und duftet mega geil. Und damit ihr jetzt auch was sehen könnt, ich habe natürlich 2 vorbereitet. Die passen nicht mal auf den Teller drauf. Und einer ist mir kaputt gegangen. Der ist eben perfekt, um auszureißen und auch mal zu sehen, wie es von innen aussieht. Das heißt, wir machen den Teller jetzt einmal weg. Und dann probieren wir. So, meine Lieben, ich habe ja gesagt, wir probieren das jetzt mal. Ich probiere einfach mal eine andere Perspektive aus, dass ihr mich dabei auch sehen könnt. Ihr müsst mal sagen, wie es ist. Ihr seht ja hier das Licht noch, was wir in der Küche haben. Perspektivisch, so kochen kann ich auf jeden Fall nicht. Aber egal, zumindest zum Kosten. Wie funktioniert es? Gebt mal in den Kommentaren, wie ihr es findet. So, also wir probieren erstmal den hier. Der ist ja ohne Puderzucker. Und wir zerbrechen hier einmal in der Mitte. Und oh, der Duft, wenn ihr den Duft riechen könntet, ne? Der ist so unglaublich gut. Oh, ich liebe ihn so sehr. Ihr müsst das nachmachen. Mit der Orange hat auch so gut funktioniert. Das Orangenaroma, Vanillearoma, Ricotta, die Schokolade, die Nüsse. Hier sieht man auch die kleinen Stückchen. Unglaublich gut. Mega. Was ich nicht sagen soll. Ja. Puderzucker ist drauf. Wir haben es theoretisch fertig. Wir haben es theoretisch fertig. Schreibt mal in den Kommentaren, wie ihr es mit der Perspektive findet. Das Rezept findet ihr auch wie immer unten in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, macht es nach. Lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Einen Daumen nach oben. Und sonst wünsche ich alles Gute, guten Hunger. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.